Oh, hab's gefunden. Vedo-Q heißt es. Ah ja. Ach, das war's? Hä, ich dachte, das waren so Wings. Und wo bekommt man den her? Ah, nee, es gibt auch Vedo-Q Wings. Nee, es gibt auch die Wings. Ist ein Fluggerät. This item cannot be dropped. Nee, es ist wirklich ein Fluggerät. These wings infused with dark energy allow you to soar chromatica with the grace of a true Lord of the Abyss. Hä? Die haben das Zeug designt, entwickelt, vor einem halben, dreiviertel Jahr vorgestellt und einfach nicht ins Game gepatcht? Das ist so weird. Das ist so wired, Bro. Das ist so wired, Bro. Jetzt war jetzt echt eine random Herleitung, aber doch, es ist echt ein Fluggerät gewesen. Aber dann haben die das einfach nicht reingepatcht aus irgendeinem Grund. Also Flyf, das ist echt so weird. Also wenn sie es nicht vorgestellt hätten, könnte man auch sagen, naja, sie haben es halt erstellt, sind vielleicht nicht fertig geworden oder wussten nicht, wie sie es ins Game packen sollen. Oder es kommt vielleicht noch. Aber sie haben es ja im Discord vorgestellt. Und das ist halt der Punkt, wo du dann irgendwie... I don't know, dann kannst du es ja einfach nicht totschweigen. Weil ich meine, warum hast du es dann im Discord vorgestellt? Weil du dich vorhast, das auch zu releasen. Und wir reden jetzt tatsächlich von über einem halben Jahr. Also es müsste irgendwann das müsste noch während dem FEC gewesen sein, glaube ich. Also das ist halt ultra lange her. Und das sind halt so Sachen, wo du dir einfach nur denkst, was soll das? Also ich meine, wenn es jetzt einfach nur gedatamined worden wäre, oder einfach nur in der Umkleidekabine erschienen wäre, dann könnte man sagen, na gut, in der Umkleidekabine sind viele Sachen, die nicht existieren. Oder in den Spiel, in der API sind viele Sachen, die gar nicht existieren. Also die in-game tatsächlich nicht existieren. Aber die wurden halt auch nicht vorgestellt, ne? Dazu hat man keinen Discord-Post gemacht. Von dem her ist das schon ein bisschen seltsam. Mit wie vielen Chars mache ich täglich F7 und Kreton? Kreton mache ich nicht mehr und ich mache täglich Dailies mit 25 Chars. Gibt auch Skins vom neuen Kontinent plus Dungeon, die man nirgends bekommt. True, aber die wurden nicht vorgestellt, Sir. Also, auf was ich mich jetzt beziehe, ist die Discord-Vorstellung der Wild-Skins. Die gab es ja dann über so eine Cash-Up-Box, auch während dem FEC, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Und kurz davor oder danach wurden auch diese Vedo-Q-Skins vorgestellt. Die existieren aber nicht. Und bei dem, was du gerade ansprichst, ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, sie sind in der Umkleidekabine oder im Flyfipedia, in der API, whatever. Aber die wurden halt auch nicht vorgestellt. Also ja, sie existieren, aber offensichtlich ist noch nicht ganz klar, was mit denen passieren soll. Deswegen wurden sie auch noch nicht wirklich bewusst öffentlich gemacht. Aber wie gesagt, diese Vedo-Q-Sachen wurden explizit vorgestellt, so hey, guckt mal, was wir cooles Neues für euch haben. Und dann einfach, ja, aber sie existieren nicht. Das ist der Unterschied, Sir. Deswegen. Aber ja, klar ist das mit den... Also, ich verstehe das eh nicht. Also ich meine, dann packt man schon diese ganzen Skins ins Game. Und ich finde halt eigentlich auch... Also schaut mal, überlegt euch mal das. Was wäre, wenn man wüsste, so wie das machen tatsächlich andere Games auch so, die releasen etwas Cash-Up-Only, wie zum Beispiel diese Vedo-Q-Skins und das Fluggerät. Und dann exakt ein Jahr später, und das weiß man dann natürlich irgendwann auch, wenn sie das mehrfach machen, ein Jahr später packen sie es ins Game und man kann es droppen. Das heißt, jeder, der ungeduldig ist, der es unbedingt haben will, kann sich's kaufen. Es sind aber nur Skins, also kein Pay-to-Win, also alles cool. Und du weißt aber, okay, ein Jahr, und ich meine, ganz ehrlich, in Flyf, ein Jahr, was ist schon ein Jahr in Flyf? Oder sagen wir ein halbes Jahr vielleicht auch. Ein halbes Jahr wäre natürlich cooler. Aber ich meine, mit einem Jahr wäre ich auch fein. Imagine, sie würden jeden Monat so Skins rausbringen. Und das heißt ja, spätestens ein Jahr später könntest du es dann alles droppen.
Und dann könnten sie diese Ghost of the Forgotten Skins erst Cash-Up, also ich meine, die meisten Sachen waren natürlich schon im Cash-Up, logischerweise, aber dann könnten sie diese ganzen Skins immer in Cash-Up packen und dann aber irgendwann auch dropbar machen. Aber dieses irgendwann ist dann halt schon terminiert sozusagen. Also nicht irgendwann im Sinne von vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwann mal, eventuell, sondern eher so definitiv und du weißt eigentlich auch wann. Also du weißt wann. Das wäre, denke ich, schon nice, weil dann gäbe es bestimmt immer noch viele Leute, die cashen würden. Vor allem während dem FEC und so würden wahrscheinlich trotzdem viele Leute cashen, weil die spielen ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr, bis die Skins mal droppbar sind oder so. Und außerdem droppbare Skins, wenn das zum Beispiel Dungeon-Skins sind oder so, wie jetzt im Fall vom Anku oder so Keokuk oder sowas. Naja, nur weil du sie droppen kannst, heißt es ja noch lange nicht, dass sie deswegen günstig sind oder leicht zu bekommen. Das heißt lediglich, du musst nicht zwingend dafür cashen. Oder musst du so eigentlich auch nicht, weil du kannst sie auch von einem anderen Spieler abkaufen. Aber das wäre doch eigentlich ein cooles Konzept, wo sie dann auch, also wo dann halt auch Gala für sich rechtfertigen kann, okay, wir geben so viel Geld für Skins aus, um Skins zu erstellen, oder wir investieren so viel Zeit, um Skins zu erstellen. Wir können die jetzt aber nicht alle dropbar machen, weil dann verdienen wir daran ja nichts. So wären beide Seiten, denke ich, zufrieden. Oder? Also ich meine, wie bescheuert ist es, dass es zum Beispiel Steel Knight oder Klarfan-Skins gibt, die kannst du droppen. Die meisten droppbaren Skins von Monstern sind auch echt nicht die schönsten. Das sind eher die man jetzt nicht unbedingt haben will. Popcrank, Carrier Bombs selbst, solche Sachen sind coole Gimmicks, aber wie viele Leute tragen diese Skins wirklich? Wie viele Leute skinnen diese Skins wirklich? Es ist nicht gerade die Creme de la Creme der Skins. Also die deutlich geileren Skins sind entweder Dungeon Boss Exclusive, also extrem selten und dann auch wieder extrem teuer und existieren teilweise auch einfach gar nicht. Also musst erstmal das Item überhaupt finden, was schon unfassbar schwierig ist. Ich meine, dann bringt das, wie gesagt, auch nicht viel, dass es theoretisch dropbar ist, wenn es so selten ist. Was ja halt aber, wie gesagt, bei vielen, also vor allem Dungeon-Skins dann leider der Fall ist. Und bei den Skins, die du einfach so droppen kannst, wie gesagt, also Irene ist eine Ausnahme. Die Irene-Skins, die sind ziemlich geil. Mushpaw, ja, ist jetzt auch nicht so der Burner. Also ich meine, du siehst es ja daran, welche Skins tragen die Leute tatsächlich. Und ich sag mal, mit diesen 0815 Monster-Skins, ich meine, Ibert Cap. Aber wie gesagt, das sind alles so Gimmicks. Also so, ja, es ist mal ganz lustig, so eine Ibert Cap aufzusetzen oder so. Aber so wirklich für das Favorite CS und so Skins halt dann irgendwie doch. Also Klarfan wäre auch so ein Beispiel. Wer zum Teufel läuft mit Klarfan-Skins rum? Einfach niemand. Die werden seit Beginn des Spiels gehatet, weil sie einfach hässlich sind. Und dann hast du die coolen Skin-Reihen. Wilds, Ghost of the Forgotten und so. Aber die sind dann Cash-Up only. Also die richtig coolen Monster-Skins sind Cash-Up only. Und die in Anführungszeichen unbeliebten hässlichen, ja, die sind nicht Cash-Up only. Ja gut, danke fürs Gespräch, ne? Also, und wie gesagt, ich meine, ich verstehe schon, das kostet alles Zeit und Geld, dass sie die uns komplett for free immer sofort geben. Kann man ja sogar nachvollziehen. Aber dann wäre doch der Kompromiss, du packst es erst in Cash-Up und sagst dann aber, also in der Ankündigung, also die machen ja immer diese Cash-Up-Announcements auf Discord, könnten sie ja dann schreiben, this set will become available as a drop, as a general drop, whatever, as a skin drop, mit einer niedrigen Chance ab dem so und so vielten und das wäre dann halt, keine Ahnung, zum Beispiel terminiert auf ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so und dann wüsste jeder, okay, ich kann es mir jetzt kaufen oder ich warte halt das halbe Jahr oder ein Jahr und dann kann ich es droppen oder wahrscheinlich von einem anderen Spieler kaufen, der es gedroppt hat. Also es wäre dann irgendwie so schon ein Kompromiss, würde ich sagen. Wo dann beide Seiten eigentlich zufrieden sein müssten. Weil ich denke schon, dass, also ich meine, immer wenn ich persönlich sage, wer würde dann dafür cashen, also in dem Fall würde ich auch sagen, wer casht dafür, wenn er weiß, ein halbes Jahr später. Ja, aber das Ding ist halt, ziemlich viele Leute würden dann trotzdem dafür cashen. Also vor allem, wenn die Skins richtig geil aussehen. Ist einfach so. Also die meisten Leute würden es wahrscheinlich trotzdem machen. Sicherlich würden sie insgesamt weniger Kohle damit verdienen, weil sie es ja dann nicht nochmal in den Cash-Up packen würden, sondern wahrscheinlich nur einmal. Und dann beim nächsten Mal, wenn du was von den Skins mitbekommst, sind sie dann wahrscheinlich in-game verfügbar. Aber, ja, also, keine Ahnung.
fühlt man sich schon ein bisschen getrollt halt. Und verständlich ist es halt, wie gesagt, auch nicht wirklich, dass du sagst, naja, die einen Skins, die kannst du droppen. Wie gesagt, meistens eher die hässlicheren. Und die geileren sind dann Cash-Up-Only. Also es ist halt irgendwie schon so ein bisschen... Fühlt man sich schon so ein bisschen verarscht.